Grüß Gott. Die Berge sind ein wunderschöner Erholungsort und diese Landschaft übt eine besondere Faszination und Anziehungskraft aus. Und viele gehen dorthin, wenn immer sich eine Gelegenheit dazu bietet. Aber Berge haben auch ihre Schattenseiten, denn dort verlieren jedes Jahr einige Menschen ihr Leben. Sie stürzen bei Wanderungen ab oder verunfallen beim Bergsteigen oder anderen Aktivitäten. Die harte Realität für die Betroffenen ist, morgens sind sie frohgemut in die Berge aufgebrochen und einige Stunden später geschieht ein Unglück, das sie nicht überleben. So wird man da sehr schnell und unerwartet mit dem Weiterleben in der jenseitigen Welt konfrontiert. Menschen mit Nahtoderfahrung berichten, dass sie nach einem Unglück plötzlich außerhalb ihres irdischen Körpers waren und das Geschehen wie von oben betrachten konnten. Sie erzählen von eindrücklichen Erlebnissen. Sie begegneten verstorbenen Verwandten und fühlten eine bedrückende Enge, als sie wieder in ihren irdischen Körper zurückkehren mussten. Aber was geschieht, wenn keine Rückkehr mehr möglich ist, wenn der irdische Tod eingetreten ist? Wie soll es da weitergehen? Ein Weg, um von solch einem Erleben zu erfahren, sind mediale Mitteilungen. So berichtet ein Verstorbener mit Namen Philipp, wie es ihm erging, nachdem er in den Bergen abgestürzt war. Er findet sich nach seinem Absturz außerhalb seines irdischen Leibes und versteht nicht, dass er trotzdem noch weiterlebt. Denn bis anhin hatte er sich mit solchen Fragen noch nie befasst. Er sieht entsetzt seinen irdischen Körper, bei dem Arme, Beine und der Rücken gebrochen sind. Dann aber wird er von seinem verstorbenen Freund Franzl begrüßt, der ihn sorgsam in seine Obhut nimmt und ihn in eine neue Welt führt. Der Erfahrungsbericht wurde am 4. September 1963 durch das bekannte Schweizer Medium Beatrice Brunner in Tieftrance vermittelt und auf Tonband aufgenommen. Wenn Sie Näheres über Medialität und Tieftrance erfahren wollen, so finden Sie das in meinem Video, das in der Beschreibung verlinkt ist. Nun ist es so, dass jemand, der plötzlich aus dem Leben gerissen wird, nicht nur Glück und Freude empfindet. Das mag zu Beginn so sein, weil da viele überwältigende Emotionen und Eindrücke auf ihn einstürzen. Aber danach kommt es zu einer Rückbesinnung auf das irdische Leben, denn dieser Philipp lebte mit seinen Eltern, seiner Frau und seinen Kindern in einem Haushalt und sorgte mit seinem Beruf für deren Unterhalt. Hier kann es also auch im Jenseits großen Kummer geben, den eine schöne neue Welt nicht mildern kann. Es sind die Sorgen um die Angehörigen, die man verlassen musste, und Fragen stellen sich wie: Wer sorgt nun für meine Familie? Wer bringt ihnen Trost und Unterstützung? Wie werden sie meinen Tod verkraften? Das führt dazu, dass in der jenseitigen Welt die Verstorbenen oft auch seelisch betreut werden müssen, damit sie die umstürzenden Erlebnisse auch verarbeiten können. So kam dieser Philipp nach seinem Unfall in der jenseitigen Welt an einen Ort, der mit einem irdischen Spital verglichen werden kann. Da wurde ihm geholfen, mit der für ihn neuen Situation zurechtzukommen. Auch sein verstorbener Freund hat ihn dabei besonders unterstützt. Mit dem Link in der Beschreibung können Sie diesen spannenden Erfahrungsbericht anhören.